Sehen Sie gar keine Fehler an sich? Das war eigentlich Das ist doch eine andere Frage, ob ich Fehler an mir sehe. Nein, entschuldigen Sie, aber ich möchte gern, dass wir bei den Fakten bleiben. Bitte. Also. Hey Leute, habt ihr das bei Maischberger gesehen? Herr Camillo war echt auf 180. Kaum stellt sie ihm die Frage nach der AfD, da platzt ihm der Kragen. Er lehnt jede Zusammenarbeit mit der CDU ab und wehrt sich vehement gegen jegliche Vergleiche mit der AfD. Und dann fängt er an, richtig gegen die CDU auszuteilen. Warum das so eskaliert ist und was Maischberger da losgetreten hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auf geht's. Sie sind beide, Ich bin nicht aus dem Sauerland. Nein, Sie sind beide 68 Jahre alt. Der hat jetzt quasi in Ihrem Alter das vor sich, was Sie jahrelang gemacht haben, nämlich Wahlkämpfe als Spitzenkandidat. Tut er Ihnen ein bisschen leid? Nein, gar nicht. Er hat das gewollt. Und ich finde, dass die CDU jetzt mit ihm gut auf dem Weg ist. Ich wünsche ihm viel Erfolg, dass er auch konservative Kräfte wieder bündelt, weil ich glaube, dass ein Teil unseres Problems tatsächlich die Zerfaserung der Parteienlandschaft ist. Und ich kann mich nicht daran freuen, dass wir permanent neue Parteien haben, die dann andere wieder aufsaugen. Also das, was meine Partei gerade erlebt hat. Ich korrigiere Sie ja nur ungern, aber ich habe keine krachende Wahlniederlage erlebt. Meine Partei hat eine krachende Wahlniederlage. Ja. Ich bin der einzige Spitzenkandidat, der sein Wahlmandat geholt hat. Alle anderen sind in ihrem Wahlbereich nicht gewählt worden. Ja. Und ich habe sogar noch in dieser Wahlniederlage meiner Partei sogar in meinem Wahlbezirk noch zugelegt. Das heißt, ich habe sogar noch Stimmen weiter dazu gewonnen. Das macht ja auch deutlich, dass diese Thüringer Wahl etwas sehr Besonderes war, dass es gar nicht darauf ankam, ob der Amtsinhaber die höchsten Sympathiewerte hat, sondern tatsächlich die Veränderung der Parteienlandschaft. Und das BSW hat komplett uns kannibalisiert. Ja, das ist richtig. Sie persönlich haben keine Wahlniederlage, aber Sie sind dann kein Ministerpräsident mehr, weil die Partei, die Sie eben dann Aber das war ich schon vor 5 Jahren nicht. Also vor 5 Jahren hatte ich schon keine Mehrheit mehr. Ich habe den höchsten Wahlsieg aller Zeiten gehabt. Es war der bitterste Wahltag, den ich jemals erlebt habe. Weil Sie eine Minderheitsregierung machen mussten, die toleriert wurde. Unter anderem von weil der ich CDU. damals versucht habe, mit Hilfe auch von Dieter Althaus und Altbundespräsident Gauck, Gespräche mit der CDU zu führen, ernsthafte Gespräche, dass wir nicht zulassen, dass das passiert, was dann mit der Kemmerich-Wahl passiert ist. Und da hat Frau Brockhaus nicht recht. Herr Kemmerich ist gewählt worden. Er hat sich vereidigen lassen. Und er hätte nach der Verfassung die Pflicht gehabt, dann eine Regierung zu berufen. Er hätte die Aufgabe gehabt, unabhängig davon, was Frau Merkel telefoniert oder Herr Lindner gemeint hat. Er hat Ja gesagt, er hat nach der Verfassung sich vereidigen lassen und er hat dann das Land in ein Chaos gestürzt, weil er zurückgetreten ist und damit keine Minister mehr berufen konnte. Wir waren im Bundesrat nicht mehr vertreten. Eine Situation, die es nach 45 so noch nie gegeben hat. Und die hat einen, der verantwortlich war, nämlich Herrn Kemmerich und eine AfD, die dann gesprochen hat, dass sie einen Trick angewandt hat, eine Leimrute gelegt hat, Herrn Kemmerich auf die Bühne gelockt hat, einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat und nicht gewählt hat. Das zeigt, dass diese AfD in Thüringen, von der wir reden, die Regeln überhaupt nicht einhalten will. So, aber das haben Sie ja in den letzten 5 Jahren auch gemerkt. Und Sie haben... Das habe ich mich gefragt. Also die Beliebtheitswerte von Ihnen persönlich waren immer hoch, aber die Werte der Partei gingen runter, als das BSW sich dann gegründet hat, dramatisch. Wann haben Sie eigentlich gewusst, dass es für Sie nicht gut ausgeht? 15. Juni. Das wissen Sie so genau. Ja, weil an dem Tag hatten meine Frau und ich die Meldung gekriegt, dass wir Oma und Opa werden. Und an dem Tag haben wir uns hingesetzt, tatsächlich, und haben sehr ruhig darüber debattiert, was sind die Varianten, die vor unserem Leben stehen. Und da gibt es auch eine zweite. Anlässlich, dass Sie Opa geworden sind? Haben Sie nicht geworden sind, sondern die Meldung, dass wir es werden, weil wir freuen uns drauf im Januar. Diese Bemerkung will ich schon machen, wenn ich über Nicht-Deutsche rede. Meine Frau ist in Italien geboren, ist deutsche Staatsbürgerin, spricht 6 Sprachen fließend, ist Dozentin an der Hochschule in Erfurt. Und die gleiche Debatte über Ausländersituationen und über Zuwanderung und über Geflüchtete, all das führt dazu, dass Menschen wie meine Frau und Menschen in vergleichbarer Situation überlegen, das Land zu verlassen. Wegen der und das macht mir große Sorgen, denn wir brauchen eigentlich Zuwanderung, und zwar geordnete, nicht ungeordnete. Wir brauchen geordnete. Aber wir reden nur noch über Fehler, aber wir lösen sie nicht. Und das halte ich für ein Riesenproblem. Ich war gerade bei Ihnen, weil man sich ja schon fragen kann,
Wenn man am 15. Juni so genau für sich feststellt, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, weil man eben die Lebensplanung mit der Frau bespricht, sieht man trotzdem einen Mann, der 150% im Wahlkampf gegeben hat. Ich kann ein kleines Beispiel zeigen dafür, dass Bodo Ramelow wirklich alles gegeben hat. Was ist los mit dir, mein Schatz? Geht es immer nur bergab? Geht nur das, was du verstehst? This is what you got to know. Zwei Dinge miteinander verbunden, Wahlkampf und Leidenschaft. Und es geht immer nur bergab. Das ist die treffende Beschreibung leider für die Linkspartei, seitdem sich eben das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet hat. Sie kennen Sarah Wagenknecht, Sie haben sie lange erlebt. Haben Sie ihr das so zugetraut, dass sie Ihnen so viel klaut, sie kannibalisiert? Haben Sie ihr gratuliert eigentlich nach der Wahl? Ich habe Oskar das immer zugetraut. Das ist der Plan der Familie Wagenknecht-Lafontaine. Da spielt viel mit, was ich damals erlebt habe, als ich Stellvertreter von Oskar war und zur Wahrheit gehört. Alle diejenigen, die jetzt das BSW gegründet haben, sind Verantwortungsträger in meiner Partei gewesen. Ja. Und sie haben nichts dazu getan, dass wir eine plurale Linke werden. Sie haben immer daran gearbeitet, dass die Minderheit über die Mehrheit bestimmt. Und dass diese Form, wie jetzt sozusagen eine Personenpartei gebildet worden ist, die quasi als Säulenheilige auch wie eine mediale Flut über das Land hereingeströmt worden ist. Es gab keine Talkshow, in der sie nicht war. Es gab keine Das war sie schon vorher Presse. natürlich. Ja, aber in Frau, dem Moment, wo in Thüringen Punkte, ein Bündnis Sarah Wagenknecht kandidiert, aber sie steht gar nicht zur Wahl. Die Menschen aber sagen, sie wollen Sarah Wagenknecht wählen. Es muss sich was ändern in diesem Land. Sarah ändert alles, was in diesem Land jetzt zu ändern ist. Und wenn man nachfragt, was soll sich ändern? Alles. Und dann fragt man sich, und so habe ich den Wahlkampf erlebt, es ging nur noch um Gefühle. Es hatte mit Fakten gar nichts mehr zu tun. Ja. Und den ganzen Tag konnte ich auf allen Medien das Gesicht von Sarah sehen. Und da wusste ich, dagegen haben wir keine Chance. Ein realer Ministerpräsident verschwindet dahinter, weil eine andere Figur auf einmal als Heilsbringer über dieses Land einherkommt. Dazu kommt dann noch eine Ampel, die das Chaos jeden Tag vergrößert, indem man sich auf nichts verlassen kann, was die Ampel jeden Tag produziert. Es hätte ja auch sein können, dass trotzdem Ihr Amtsbonus, weil Sie in den letzten 5 Jahren dann doch so gute Politik gemacht haben, Sie davor retten, dass Sie dann am Ende alle Prozentpunkte an diese Partei verlieren. Nein, es und so gut war, gar nichts. so gut war die Bilanz dann ja offensichtlich nicht, dass es gereicht hat. Das muss man einfach auch mal sagen. Oder sehen Sie gar keine Fehler? Sehen Sie gar keine Fehler an sich? Das war eigentlich Das ist doch eine Frage. andere Frage, ob ich Fehler Dann an mir sehe. Nein, entschuldigen Sie, aber ich möchte gern, dass wir bei den Fakten bleiben. Bitte. Also bei 13% ist das immer noch der dreifache Wert von allen Werten, die im Moment in Deutschland meine Partei einfährt. Bei nicht einmal 5% in Sicht, die die Bundespartei im Moment hat, hat meine Landespartei dank auch eines kämpfenden Ministerpräsidenten eine Stärke behalten, die man ihr gar nicht zugetraut hat. Das ist mein Beitrag, den ich für meine Partei gebracht habe. Nur 13%. Ja, also so das bitter stimmt. das ist. Und deswegen Ja, doch vorher noch mal waren die es Frage, 31. Also die Zahlen haben sich gedreht, leider. Doch noch und mal es die war Frage. keine Mehrheit. Und jetzt, wenn Sie nach Fehlern fragen, ja, wir haben ganz viele Fehler gemacht. Zum Beispiel den Fehler, bei der Corona-Pandemie keine Aufarbeitung bis heute gemacht. Zum Beispiel auf den Kanzler vertraut, als er gesagt hat, bei der Impfanordnung für die Beschäftigten im Krankenhaus wird es eine allgemeine geben. Ich habe auf das Wort vertraut. Ich habe damals davor gewarnt, dass wir eine einzelne Gruppe auf einmal isoliert dastehen lassen. Das hat zu vielen Protesten geführt. Ja. Und am Ende hat das zu einer Zerreißprobe in der Gesellschaft geführt. Die Familien haben sich gespalten. Es gibt Menschen, die reden nicht mehr miteinander. Es gibt ganze Familien, die weit auseinander sind. Und wir haben nicht die Fähigkeit bis heute, in Ruhe aufzuarbeiten, was war richtig und was war falsch. Weil ganz viele Krisen jetzt neu dazugekommen sind. Eine zum Beispiel, weil sie jetzt eben auch mit der CDU wir hören das, sprechen, denn der vielleicht nächste Ministerpräsident in Thüringen ist Herr Vogt und der ist von der CDU. Er hat keine Mehrheit, wenn er zusammen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD zusammengeht, fehlt ihm immer noch eine Stimme. Nein, das heißt, nein, es kommt
vollkommen. 44 Stimmen reichen. Dann ist es die eine, Hälfte. genau. Es ist keine Minderheitsregierung. Ich habe eine Minderheitsregierung geführt. Aber Sie wissen, und dass zwar es mit nicht, Unterstützung aber es ist der nicht CDU. die Mehrheit, die er braucht, damit er im Parlament alles durchbekommt. Es sei denn, er kriegt eine Stimmt Stimme immer nicht. von Ihnen. Das stimmt nicht. Ich bitte, keine Legenden zu erzählen. 44 reichen aus, um im Erzählen Sie dritten uns. Wahlgang Ministerpräsident Ja. zu werden. Das ist die Logik unserer Verfassung. Ich bin da sehr nüchtern Ja. und habe deswegen die Gespräche mit Herrn Vogt geführt, wie ich die Amtsübergabe mir vorstelle, wie ich die Häuser vorbereiten lasse, wie wir den Landeshaushalt vorbereiten lassen für das Jahr 2025. Eine völlig andere Geschichte, wie ich sie 2014 erlebt Ja. habe. Da habe ich keinen Haushalt bekommen, da habe ich eine merke, ungedeckte dass Summe Sie- von 900 Millionen bekommen. Das räume ich im Moment oder bereite ich alles vor, dass das alles bearbeitet ist, damit Herr Vogt in der Zwischenzeit mit BSW und SPD seine Verhandlungen führen kann. So. Würde er mit uns verhandeln, Ja. hätten wir 50 Stimmen. Das wäre die ist Frage. aber, was die deutsche CDU bundesweit Ich merke, Sie bis sind heute immer noch verbindet. ganz schön im Stoff. Also, Sie sind Ich sauer. neige dazu, dass ich meine Aufgabe ernst nehme. Sie sind sauer, dass die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat gegenüber Ihrer Partei, auch bin da gegenüber nicht der sauer. Ich AfD, stelle das aber fest, nicht wie gegenüber kurios dem das ist. Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich stelle nur fest, dass es kurios ist. Ja. Bleibt Wegen ihr denn Frau, bestehen? Frau Maischberger, lassen Herr Sie uns doch Ramelow, sprechen. Lassen bitte. Sie uns doch sprechen. Dann möchte ich den Ball doch mal aufgreifen. Nehmen Sie ihn auf. Wegen Frau Maischberger. Wagenknecht, nee, wegen Frau Wagenknecht und der Ja, kommunistischen Plattform hat die CDU den Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die Linke gefasst. Ja. So, jetzt ist Frau Wagenknecht nicht mehr in der Linken. Diese Linke, die in Thüringen die Verantwortung getragen hat und meine Person, hat 5 Jahre lang mit einer Minderheitsregierung mit der CDU zusammengearbeitet. Den Haushalt gemacht, Dieser den Bundesratspräsidenten ist gehabt, mit den ja. Stimmen von Herrn Söder, Ich weiß das Herrn Wüst, alles. ja, aber ich würde es den Zuhörern erklären. Ich verstehe Wenn das. Sie das alles wissen, aber Ihre Zuhörer dürfen doch auch erfahren, Manche von dass denen ich wissen das auch. Bundesratspräsident Ja. geworden bin mit den Stimmen der CDU, CSU. Ihr Und dass die Bundesrepublik Deutschland vertreten durfte in der ganzen Welt mit dem Votum der Unionsparteien. Und jetzt kommt die gleiche Union und Genau. sagt, aber mit dieser Partei von Herrn Ramelow dürfen wir nicht mal richtig verhandeln und auch keine Koalition eingehen. Und Ich was will machen nur Sie da feststellen, jetzt? das ist kurios. Ich verstehe, dass Sie das kurios finden, aber was machen Sie dann mit diesem Befund? Weil er ist ja da. Und wenn innerhalb der CDU ein paar in Thüringen scheint es ja zu geben, die nicht der Meinung sind, dass man nicht mit der AfD reden soll. Es kann ja sein, dass dann bei dieser knappen 44 Personen bestehenden Mehrheit oder eben Nicht-Mehrheit, dass dann eben der eine oder andere rausgeht. Das heißt, es kommt auf Sie dann an. Reden Sie mit der CDU. Warum reden Sie mit der CDU, die bei Ihnen in Flüchtlingsfragen doch sehr viel Kritik hervorgerufen hat? Gerade zuletzt die, Berechtigt. wo Da Sie, war wo Sie berechtigte Kritik dabei. in Fragen des Krieg und Frieden Ukraine wahrscheinlich eher beim BSW sind als bei der CDU. Also, Nee, da irren Sie sich. Da ist offenkundig Herr Vogt jetzt näher beim BSW. Er besucht ja Frau Wagenknecht zu Hause. Da werden ja jetzt Termine vergeben und die Granden der CDU reisen nach Berlin, um die Audienzen wahrzunehmen. Ich nehme das alles interessiert zur Kenntnis. Aber die Frage, in der Flüchtlingspolitik haben wir in Thüringen Fehler gemacht. Wir haben die Halle der Schande gehabt. Dafür schäme ich mich, dass wir Menschen viel zu lange in einer Industriehalle untergebracht hatten und nicht schnell genug umverteilen konnten. Das sind alles Fehler gewesen, die die Öffentlichkeit auch gesehen hat und wo auch CDU-Landräte sich zu Recht beschwert haben. Also man darf nicht so tun, als hätten wir nicht auch Fehler gemacht. Sie waren ja eine Und, Minderheitsregierung mit der CDU eben ja, immer toleriert. aber auch Fehler, die wir in der Administration gemacht haben, da brauche ich mich hinter anderen gar nicht verstecken. Da trage ich die Verantwortung als Ministerpräsident. Wie? Umgekehrt sage ich aber, wenn wir in der Flüchtlingspolitik so weitermachen wie bisher, dass wir die Verfahren nicht beschleunigen, dass wir die Menschen viel zu lange dann auf einmal in solchen Einrichtungen belassen, ohne ihnen einen Weg zu ebnen, entweder raus oder rein in die Gesellschaft. Gelingende Integration funktioniert aber nur über Arbeit und über Kolleginnen und Kollegen und über Nachbarschaft. So, wer es verhandeln muss, ist Herr Vogt. Er verhandelt es jetzt im Moment gerade mit der SPD, dem BSW. Was ist Ihre Rolle und wie geht es dann weiter? Meine Rolle ist Ministerpräsident und Bis zwar es den einen Haushalt neuen vor. gibt. Ja, Wenn es aber dann Mehrheiten entschuldigen Sie, gibt, ich die habe jeden Tag möglicherweise sehr eine viel Linkspartei zu zur tun, Tolerierung damit ich das brauchen, machen vorbereite. Sie Das das dann? Land muss geführt werden. Das Land erwartet auch, Absolut. dass die Führung eingehalten wird danach? und dass der Haushalt vorbereitet Und wird. danach? Dann muss Herr Vogt seine Koalition stehen haben. Dann kommt die Ministerpräsidentenwahl. Und an dem Tag werde ich ihm
meinen Pager übergeben, meinen Drücker, meinen elektronischen Türöffner, den Schlüssel zur Staatskanzlei, aber ich werde ihm auch einen Haushaltsentwurf vorher in den Landtag Und überweisen. bieten Sie ihm Ihre Stimme im Landtag dann immer dann an, wenn er Mehrheiten braucht, Die Fraktion neben seiner Die Linke Koalition? hat 12 Stimmen. Die 12 sind zusammen zu haben. Wenn es mit einer Stimme mit Gewicht dafür dient, dem Land eine gute Entscheidung zu ermöglichen. Ich lese Es das gibt als keine Angebot. Privatisierung einer einzelnen Stimme. Ja. Also diese Gerüchte, die ständig über mich Einer erzählt werden, wechselt ich zum trete aus der BSW. Partei aus, das hätte ich alles tun können vor vielen Jahren. Aber ich habe 25 Jahre an dieser Partei, mit dieser Partei gearbeitet, an dieser Partei gelitten, mit dieser Partei gelitten. Aber ich gehöre nicht zu denen, die einfach sich in die Büsche schlagen oder dann mit seiner Stimme Privatisierung machen. Ich raube auch keine Mandate, wie es andere getan haben. Ich nehme nicht Mandate mit, die eine Partei vorher erkämpft hat, um daraus eine neue Partei entstehen zu lassen. All das ist mit mir nicht zu haben. Aber was mit mir zu haben ist, Verlässlichkeit. So. Obstruktionspolitik mit der AfD, mit der Wirkung der AfD, wird es mit uns nicht geben. Wir Sie haben werden gerade unsere konstruktiv miteinander arbeiten. Die Diskussion, die wir gerade hatten, haben Sie gehört. Die Frage, warum die CDU gar nicht mit der AfD redet, wurde ja in Frage gestellt. Warum, also als Sie gewählt wurden 2014 als erster Ministerpräsident der Linken, hat die eine oder andere Zeitung auch geschrieben, es ist eine Gefahr für die Demokratie. Herr Gauck hat vor mir gewarnt. So, warum soll das bei der AfD jetzt anders sein, dass man dann nach 5 Jahren möglicherweise Verbitte mir die Gleichstellung, Frau Maischberger. Ich verstehe, gehöre nicht dass zu einer ist okay, Organisation, aber Sie die als, kennen das als Argument, belegt bitteschön. Es ist keine rechtsextrem- Gleichstellung, es ist die Frage, die ich gerne von... Verzeihen Sie, Bitte eine verzeihen Partei, Sie jetzt einmal. verzeihen Sie, eine Es ist Partei, die Frage, die bekanntermaßen es in ist Thüringen eine keine rechtsextreme Gleichstellung, Herr Partei Ramelow. ist. Es Verzeihen ist Sie. keine Gleichstellung, die ich betrieben habe, wenn Sie das so verstanden haben. Ich akzeptiere es nicht, wenn Sie das in einem Atemzug nennen, Okay. weil damit Vergessen Sie den dämonisieren Atemzug. Sie die Linke und Sie verharmlosen die AfD. Meine Frage heißt einfach nur, wenn Sie es nicht persönlich nehmen, und so war es nicht gemeint, es ist keine Gleichstellung, wenn man das eine mit dem anderen in den Schlagzeilen vergleicht, heißt das nicht, dass ich Sie verglichen habe mit der AfD. Ich Da habe nicht lege von ich mir Wert darauf. geredet, ich rede von meiner Partei. So, ich lege Wert darauf, dass es kein Vergleich war, aber die Frage würde ich Ihnen gerne trotzdem stellen. Was hindert oder soll die CDU oder andere Parteien daran hindern, mit der AfD Warum möglicherweise... fragen Sie das nicht die CDU? Ich frage Sie das. Aber ich bin nicht die CDU, ich bin auch kein Pressesprecher von Herrn Vogt. Verzeihen Sie, ich finde das jetzt kurios, dass ich für die CDU antworten soll. Ich hätte gedacht, warum Sie die haben eine Haltung zur AfD. Und die CDU, ja, aber Sie fragen mich nach der CDU. Ja. Ich zahle da gut, keinen Beitrag. Es ist zu kompliziert, wir machen es einfach. Warum soll die AfD nicht regieren? Was ist Ihre Haltung dazu? Herr Höcke ist jemand, der die SA-Parolen brüllt, der dafür schon zweimal vor Gericht verurteilt worden ist. Frau Musal, die heute vorgeschlagen worden ist als Parlamentspräsidentin, hat als Abgeordnete Geld offenkundig abgezweigt. Steuergeld, das sie als Abgeordnete bekommen hat, hat die Arbeitsverträge von Wahlkreismitarbeitern gefälscht und ist dafür verurteilt worden. Das sind die Personen, über die wir gerade reden. Deswegen rede ich nicht über AfD-Wähler. Ich rede über diese handelnden Personen, die am Ende in Verantwortung kommen. Und diejenigen, die die Kemmerich-Wahl durch den Trick eines eigenen Kandidaten erzeugt haben, indem sie dafür gesorgt haben, dass ihr Kandidat als Scheinkandidat aufgestellt worden ist. Wer mit den Regeln eines Parlaments so umgeht, der darf nicht in die Nähe von Verantwortung kommen. So, danke für die Antwort. Das war die Frage gewesen. Da das ja bei Ihnen, anders als bei Friedrich Merz, mit 68 langsam ein zu Ende gehender Karrierebogen ist, haben wir uns mal die Mühe gemacht, machen wir manchmal bei Gästen und haben im Archiv geschaut, was eigentlich so an früheren Auftritten war. Bei Ihnen kann man zweierlei feststellen. Inhaltlich haben Sie eine relativ breite Konstante schon vor vielen Jahren gehabt, sich für Arbeitnehmer einzusetzen. Optisch, sagen wir mal, ist Herr Ramelow wandelbar. Wir verlangen auch als Magistrat, als Vertreter dieser Stadt, dass die Konzerne ihren Verpflichtungen, ihren Eigentumsverpflichtungen nachkommen. Dass ein Zugriff von Seiten dieser Detektive aufs Personal oder über die jeweilige Geschäftsleitung passiert und dass sehr schnell eben Diebstahlskündigungen eingeleitet werden. Und alle Hilfe, die angeboten wurde, hieß immer, gebt uns eure guten Läden, den Rest könnt ihr exekutieren. Bisher stand ich mit Demonstranten immer draußen und habe alle kritisiert, die da drin gesessen haben. Ich werde also in Zukunft wahrscheinlich etwas feinsinniger meine Reden halten müssen und vielleicht etwas weniger impulsiv sein. War das eigentlich das Schwierigste für Sie, Ja. weniger impulsiv Ja. zu sein bei den Ja. Reden? Ja, na klar.
Herr Aber Ramelow. es ist schön, diese Bilder zu sehen, weil das ist wirklich eine jahrzehntelange Arbeit, die ich mit Menschen und für Menschen gemacht habe, die immer in ihrem Leben erlebt haben, wie sie gedrückt, weggeschoben oder schlecht behandelt worden sind. Und ich habe mich immer in der Verpflichtung gesehen, Menschen zu ermutigen, sich dagegen zu wehren. Also nicht ich wehre mich für sie, sondern ich möchte mit diesen Menschen zusammen kämpfen Als für Gemeinschaft. ein Selbstbewusstsein, bei dem man sich auch seinen Teil des Lebens erkämpft und diesen Teil auch selbstbewusst wahrnimmt. Und deswegen waren das schöne Bilder jetzt gerade für mich. Optisch kann man sagen, doch ein bisschen nach vorne gekommen. Was wird jetzt aus Ihnen? Das ist klar. Ich habe mein Direktmandat gewonnen. Ja. Diese Aufgabe nehme ich an. Und zwar die ganze Ich habe Legislaturperiode? auch klar erklärt, dass ich keinerlei Funktion in irgendeiner Stelle übernehmen möchte, weder in Partei noch in irgendeiner Regierung oder in irgendeiner anderen Institution. Ich strebe nichts an. Die Linke ist am Boden. Sie könnte jemanden wie Sie sehr gut gebrauchen als Parteivorsitzenden. Ich habe meine Zeit in Berlin erarbeitet und habe die Linke entstehen lassen. Ich bin der Architekt gewesen, der damals aus der WASG und der PDS die Linke hat entstehen lassen. Ich hatte große Hoffnung, dass der Unterschied zwischen Lothar Bisky und Oskar Lafontaine zu einer pluralen Linken führt. Leider lebt Lothar nicht mehr und Oskar hat privatisiert. Und Sie? Die plurale Linke ist nicht das geworden, was ich mir gewünscht hätte. Deswegen sage ich auch ganz entspannt, jetzt sind jüngere Kräfte dran. Ich werde mich auf meine Aufgaben in Thüringen konzentrieren. Das macht mir Freude. Und falls es notwendig sei, einen großen gesellschaftlichen Streik wieder durch eine Schlichtung Als Schlichter. zu begleiten. Ich habe 3 Großschlichtungen in Deutschland absolviert und wie ich finde, hat es sehr geholfen, sowohl bei den Lokführern als auch Ostern jetzt beim Bodenpersonal der Lufthansa, mit dem Wissen, der Fähigkeit und auch der Möglichkeit, aus der Perspektive des anderen auf den Konflikt zu schauen, um dann gemeinsam einen Lösungsweg zu finden. Und mein Ziel war es immer, es darf nie einer als Verlierer vor die Tür gehen. Es darf keiner mit einem gebrochenen Kreuz aus dem Konflikt rausgehen, sondern es müssen am Ende gestärkte Persönlichkeiten sein, die sagen, das haben wir jetzt gemeinsam auch erreicht. Und das ist mir jedenfalls bei der Bahn gelungen und bei der Lufthansa gelungen. Also im Landtag sitzen, schlichten möglicherweise Landtagspräsident werden Sie aber nicht werden, falls Sie jemand fragen sollte. Nein, das kann ich nicht werden, weil das wäre auch ein Verstoß gegen die Verfassung. Im Moment bin ich das Verfassungsorgan Ministerpräsident und das zweite Verfassungsorgan ist der Landtagspräsident. Deswegen hoffe ich darauf, dass die CDU mit unseren Vertretern zusammen sich darauf verständigt, wer Landtagspräsident werden könnte. Weil eins will ich deutlich heute Abend sagen, nachdem wir jetzt wissen, wen die AfD vorgeschlagen hat. Jemand, der sich an Abgeordnetengeldern vergriffen hat, darf nicht Landtagspräsident werden. So, die Botschaft ist angekommen, wahrscheinlich in Thüringen auch. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Gerne. Danke.